Morgen. Hast du etwa hier geschlafen? Ja, hat sich so ergeben. Bis auf die kaputte Federn ist das Ding sogar ziemlich bequem. Habt ihr euch getrennt? Nein, wir machen eine Pause. Wegen der Nacht mit Jessica? Nicht nur. Olli meint, wir haben verschiedene Ziele im Leben. Vielleicht sind wir doch nicht füreinander geschaffen. Aber ihr liebt euch doch, oder? Dann nur, weil man sich liebt, heißt das noch lange nicht, dass man zusammenpasst. Außerdem kümmer du dich mal um dein eigenes Liebesleben. Welches? Hör auf, diesem Hagen hinterher zu trauern. Es gibt genügend Männer in Düsseldorf. Das mache ich doch gar nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit für Männer. Bei mir kommt an erster Stelle Dionysus und dann erst mal ein paar 1000 Kilometer lang gar nichts. Warum glaubst du mir eigentlich nicht? Weil ich langsam diesen Gesichtsausdruck kenne, wenn du dir irgendwas Krampfhaftes einredest. Diesmal ist es anders. Ich will Rennen reiten. Guck mal. Das habe ich beim Juniorenrennen getragen. Wow, ein Trikot. Vielleicht passt es sogar noch. Dann kann ich es anziehen als Glücksbringer beim Lahnstein-Derby. Hast du hoffentlich auch schon einen Plan, wie du Hagen umstimmst? Du weißt, dass wir einen professionellen Jockey brauchen? Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Wieso eigentlich Jockey? Was ist so toll daran, ständig Hunger zu haben? Das ist eben mein Traum. Du arbeitest gerne mit Pferden. Du bringst sie zur Höchstleistung. Das ist dein Job. Ein Jockey, der setzt sich am Ende nur auf das Pferd und gewinnt. Eben. Ein Jockey hat keine Ahnung. Der sitzt morgen wieder auf dem nächsten Pferd. Aber ich kenne jeden Nerv und jeden Muskel von dir. Und dieses Au! Ups. Du hast keine Ahnung, was das für ein Gefühl ist, oder? Wenn die Startbox aufgeht und alles explodiert. Das ist unglaublich. Warum sollte ich das jemand anderem überlassen? Weil du weißt, dass du kein Profi bist und es bessere Jockeys gibt? Das haben wir doch schon probiert, oder? Hast du Enrico Geifer schon vergessen? Ach, Geifer war ein Idiot. Nicht jeder Jockey ist so. Solange wir keinen neuen haben, trainiere ich eben. Oder hast du was dagegen? Solange du nicht wieder enttäuscht bist, wenn Hagen mit irgendjemand anderem kommt? Auch ein Keks? Der Weg zum Ruhm ist hart, steinig und von einem knurrenden Magen gekennzeichnet. Klingt sehr nach deiner Schwester. Aber im Gegensatz zu mir beherzigt sie das. Trotzdem misste ich den Stall lieber mit dir aus. Ich kann Olli irgendwie verstehen. Das ist eine seltsame Art, Komplimente zu machen. Ach so, du meinst, es liegt an meinem spröden Humor, dass unsere Ehe kriselt? Oder an deinem Kaffee. Sag mal, hast du dir eigentlich schon was überlegt? Also, ich meine, für eine Nacht taugt das hier ja vielleicht, aber für länger? Dionysos hat vielleicht wirklich das Potenzial zum Zuchthengst, aber bevor er uns was einbringt, muss er über die Trainingsrunden hinaus. Und er ist dieses Jahr noch nicht mal ein Rennen gelaufen. Tanja, warum erzählst du mir das alles? Ich wollte es vorhin nicht so sagen, aber dein Vater hat wirklich recht. Na ja, seit wann denn das? Die Versicherungsprämie für den Wald ist sofort fällig. Wenn wir nicht irgendwo sparen, brechen wir ein. Alle Investitionen liegen auf Eis. Wir sind bereits am Limit. Ja, aber nicht hier im Stall. Lahnstein Enterprises verjubelt hier Monat für Monat ein kleines Vermögen. Ohne Aussicht auf Erfolg. Sebastian, das Geld können wir woanders viel besser gebrauchen. Der Laden ist ein Fass ohne Boden. Aber das hat jetzt ein Ende. Dazu haben Sie keine Berechtigung. Sieh an. Die kleine Pferdewirtin. Sie wissen nicht so richtig, wen Sie vor sich haben, oder? Dana Wolf, richtig? Dann hören Sie mir mal gut zu, Schätzchen. Lahnstein Enterprises kann sich ein Verlustgeschäft wie dieses nicht leisten. Wir haben für Hagens kleines Spielzeug kein Geld. Es braucht viel Zeit und Geduld, bis ein Rennstall sich durchgesetzt hat, Frau von Lahnstein. Weil man sich auch in der Zucht erstmal einen Namen machen muss. Erzählen Sie mir nicht, wie das Geschäft funktioniert. Mein Vater hatte selber ein Gestüt. Ich weiß, dass man jahrelang investiert und nicht weiß, ob es sich jemals rentiert. Wir haben ein gut trainiertes Vollblut, das für uns an den Start geht und zuchtfähig ist. Der Erfolg kommt. Alles, was wir brauchen, ist Zeit. Ja, und genau die haben wir nicht. Ich bin Geschäftsfrau und ich weiß, wann Schluss ist. Genau jetzt. Erstellen Sie mir doch bitte eine Inventarliste von der ganzen Anlage, ja? Pferde, Immobilien, Equipment, einfach alles. Ich will keine Zeit verlieren. Und sobald sich ein neuer Käufer gefunden hat, kommt der Laden unter den Hammer. Ja.
Damit wäre ja alles geklärt. Ja, das sehe ich auch so. Und Sie beide sollten sich einen neuen Job suchen. Du hast die Landstein nicht einfach platt machen. Nicht nach der ganzen Arbeit, die Hagen hier reingesteckt hat. Du hast die Landstein doch gehört. Anscheinend haben die schon den ersten Interessenten. Das kann die doch gar nicht alleine bestimmen. Sebastian hat doch die ganze Zeit die Klappe gehalten. Wenn du mich fragst, stecken die unter einer Decke. Quatsch. Sebastian war doch genauso überrumpelt wie wir. Sebastian und Hagen können sich aber nicht leiden. Der wäre der Erste, der den Laden hier platt macht. Dana, in dieser Familie zählt nur die Firma. Wenn die irgendwie sparen müssen, dann machen die alles platt. Und warum ist dann bislang noch nichts passiert? Diese Tanja will uns doch nur einschüchtern und Hagens Abwesenheit dafür nutzen, das Machtgefüge klarzustellen. Ich glaube aber, dass mehr dahinter steckt. Wenn du ehrlich bist, glaubst du das auch. Hagen hat mir die Verantwortung für den Rennstall übertragen. Und diese Tanja schleppt dir keinen halben Hufkratzer aus, solange ich das verhindern kann. Hagen hat gesagt, du sollst dich kümmern. Du hast keinerlei Vollmacht, du hast nichts Schriftliches, du kannst überhaupt nichts tun. Aber ich muss. Hagen ist in den Flitterwochen mit Marlene. Wie sieht das denn aus, wenn ich da anrufe und... Dana, wenn du nicht willst, dass wir alle den Job verlieren, dann hast du keine andere Wahl, okay? Dana! Hey, ich bin sofort gekommen, nachdem ich die Mailbox abgehört habe. Du bist wirklich zurückgekommen. Mach dir keine Sorgen. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Dana? Dana? Ich hab dich gerade geküsst. Irgendwie schon. Ja, keine Ahnung, warum. Das ist bestimmt so ein Reflex, weil Dionys, das knüll ich auch immer ab. Du vergleichst mich mit einem Pferd? Hast du ein Problem damit? Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja, dann geh ich mal. Scheiße! Was ist denn los? Kommt der Stall? Nicht der Stall. Marlene? Schatz! Ja. Entschuldigung. Du hast was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, und dann? Was dann? Ja, hat er dich auch geküsst, zärtlich am Hals berührt und dann tief in die Augen geschaut? Ich hab einen Witz gemacht. Er hat gelacht. Dann in so einer Situation macht man keine Witze.